Yeah, Buddy! Und genau darum geht es heute. Darum, schnell und einfach eine Audiovisualisierung im Stil von Channels wie Trap Nation, Papone Music und anderen mit Blender zu erstellen. Für alle, die schon mein Tutorial zur radialen Audiovisualisierung gesehen haben, die können schon mal bis 2 Minuten und 5 Sekunden vorspulen. Und nun auf zur einfachen und schnellen Erstellung der Audiovisualisierung im Trap Nation Style in Blender. Zuerst downloadest und installierst du das Add-on GX Audio Visualization. Ein Tutorial, wie man Add-ons im Blender installiert, findest du in der Videobeschreibung. Erstelle jetzt eine Audiovisualisierungsbasis. Den X-Count-Wert stelle ich fürs Tutorial nun extra niedrig ein. Für eine detailliertere Visualisierung sollst du mindestens einen Wert von 32 nutzen. Stelle den Mode auf Object Scaling, wähle den Track, den du visualisieren willst, im Stereo-Modus aus und stelle den Startframe auf 1. Stelle die Framerate auf 29,97, füge anschließend im Videoeditor-Fenster deinen Track ein und füge als Endframe die Länge des Tracks ein, die hinter dem Titel angezeigt wird. Jetzt bake die Visualisierung. Füge einen Circle Mesh hinzu, rotiere es um 90 Grad und wandle es mit der Tastenkombi Alt und C in eine Curve um. Wähle alle Meshs aus, füge einen Curve Modifier hinzu, wähle dort den Circle aus und kopiere den Modifier auf die anderen Meshs mit der Tastenkombi String und L. Positioniere über den Space X Wert im GX Audio Visualizer Menü die Meshs nach deinen Wünschen. Füge einen weiteren Circle hinzu und passe ihn übers Toolmenü an und stelle den Fill-Type auf N-Gon. Drehe diesen Circle so, dass die Words außen in etwa mit den Meshs der Visualisierung übereinstimmen und verschiebe ihn auf der Y-Achse in Richtung Kamera. Dann füge einen Subdivide Modifier dem Circle hinzu und stelle das Material auf Weiß und Shadeless. Setze für jedes Vertex des Circle eine Vertex Group an. Wähle ein Word aus und füge mit der Tastenkombi String und H ein Empty als Hook-Objekt hinzu und setze im Modifier-Tab die entsprechende Vertex Group ein. Wähle nun zuerst das Empty aus und das entsprechende Mesh der Auvis in der Nähe. Gehe mit Tab in den Edit-Mode und wähle eins der oberen Words des Meshs aus und parente mit Hilfe der Tastenkombi String P das Empty an den Word. Gehe raus aus dem Edit Mode und platziere das Empty wieder an der richtigen Stelle. Dies wiederholst du nun für alle Words des Circles. Wähle die Meshs des Ovis aus und gebe ihm ein Material mit Mask Transparenz und kopiere dies mit String und L auf alle anderen Meshs. Wähle das weiße Circle Mesh und alle Empties aus und verschiebe sie in Richtung Kamera. Jetzt kopierst du die Auswahl mit der Tastenkombi Shift und D und schiebst sie ein Stück zurück. Geh in den Material-Tab und erstelle ein neues Shadeless-Material in einer beliebigen Farbe. Wähle mit gehaltener Shift-Taste eins der Empties aus und wechsle in den Object-Tab. Dort aktivierst du Slow Parent und erhöhst den Offset-Wert ein wenig. Diese beiden Werte kopierst du nun auf die anderen Empties, indem du einen Rechtsklick drauf machst und Copy to Selected wählst. Positioniere jetzt die Kamera so auf der Y-Achse, dass es deinen Wünschen entspricht. An dieser Stelle kannst du nun einmal mit F12 vorrendern, gehe in den Render-Tab und stelle beim Shading den Alpha-Mode auf Transparenz. Füge einen weiteren Circle hinzu, gebe auch diesen einen Subdivision Surface Modifier. Stelle ein weißes Shadeless Material ein und schiebe ihn vor die Audiovisualisierung. Kopiere ihn und gebe ihm ein neues Shadeless Material und gebe diesem Material eine Textur, mit zum Beispiel dein Logo drauf. Füge eine neue Szene hinzu mit kopierten Settings und kopiere dort die Kamera mit String C und String V rein.
In der neuen Szene fügst du nun einen Cube, den du vergrößerst und dem du ein Mask Transparenz Material gibst, hinzu und einen weiteren Circle, den du ein weißes Shadeless Material gibst. Nun erstellst du ein Partikelsystem. Du stellst die Gravity aus und wählst als Render Object der Partikel den Circle aus. Füge anschließend ein Wind Force Field hinzu und rotiere es in Richtung Kamera. Passe dann noch die Werte des Force Fields an und passe die Laufzeit wie auch die Partikelanzahl des Partikelsystems an. Wechsle in den Compositor und nehme die Standardeinstellung vor. Füge ein Alpha Over Panel hinzu und kopiere das Render Panel, welches du auf die Partikelszene einstellst, und verbinde es. Füge ein weiteres Alpha Over Panel ein und ein Image Panel, wo du den von dir gewählten Hintergrund einfügst. Setze dazwischen noch ein Scale Panel, welches du auf Scene Size einstellst. Kopiere nun nochmal das Render Panel und füge ein weiteres Alpha Over Panel ein. Setze ein Blur Panel ein und setze es dazwischen. Stelle es auf Fast Gaussian mit ca. einem Wert von 25. Kopiere das Blur Panel und setze es zwischen dem ersten Render Layer Panel ein und stelle den Wert auf 1. Füge ein Blur Panel hinzu, setze es hinter dem Particle Render Panel ein und stelle die Werte auf 5 und aktiviere Bokeh. Wenn du mehrere farbliche Außenringe haben möchtest, wiederholst du in Schritt 8 das Kopieren und Vergrößern des Circle Mesh samt Empties einfach mehrfach und passt die Farbe deinen Wünschen an. Wenn du dann noch möchtest, dass die Audiovisualisierung sich vor und zurück zum Bildschirm bewegt, fügst du ein weiteres Empty hinzu und parentest die Kamera daran und setzt am Anfang der Timeline einen Key für die Location des Empties. Dann öffnest du den Graph Editor und wählst die Y-Location aus und bakest dann den Song da drauf. Und das war's auch schon wieder. Wenn dir das Tutorial weitergeholfen hat, gib dem Video doch einen Daumen nach oben und für mehr Tutorials abonniere doch den Kanal. Da bleibt mir nur noch eins zu sagen: Haut rein, Leute, euer Steve von Chaostainment.